Auch Quark kann man als Bindemittel für die Herstellung einer Casein-Tempera verwenden. Zur Herstellung dieser Casein-Tempera verwende ich Magerquark. Schließlich soll meine Casein-Tempera nicht zu fettig oder zu ölhaltig sein. Was es damit auf sich hat, erkläre ich später im Video. 2 Varianten der Casein-Tempera aus Quark stelle ich in diesem Video vor. Eine mit Hirschhornsalz und eine mit Borax. Dabei gebe ich auf 250 Gramm Quark etwa 10 bis 15 Gramm Hirschhornsalz oder Borax. 15 Gramm entsprechen einem Päckchen Hirschhornsalz. Das findest du bei den Backzutaten im Lebensmittelhandel. Viele Rezepte für Lebkuchen enthalten Hirschhornsalz, aber auch andere Gebäcke. Zunächst löse ich das Borax und das Hirschhornsalz in heißem Wasser auf. Heißes Wasser ist hier wichtig, weil sich Borax in heißem Wasser leichter auflöst. Man muss also nicht so lange warten, bis sich das Salz gelöst hat. Beim Hirschhornsalz ist das heiße Wasser wichtig, damit das Ammoniak entweicht. Das siehst du hier an der Reaktion der beiden Flüssigkeiten. Bei Borax passiert nichts. Bei Hirschhornsalz fängt es direkt an zu sprudeln und spritzt ein bisschen. Also das bitte beachten, wenn du damit umgehst. Bist du geruchsempfindlich? Dann bevorzuge die Variante mit Borax, denn die Variante mit Hirschhornsalz stinkt. Das riecht erstmal sehr, sehr streng. Der Geruch verflüchtigt sich allerdings, wenn die Masse ein paar Stunden gezogen hat. Nach Zugabe von Hirschhornsalz quillt die Masse etwas auf. Klar, Hirschhornsalz ist ein Backtriebmittel und macht den Quark fluffig. Das Ganze gut verrühren und mindestens 15 Minuten stehen lassen, damit das Hirschhornsalz das Casein im Quark auflösen kann. Du wirst sehen, die Konsistenz vom Quark verändert sich. Die Zugabe von Borax schäumt die Masse nicht auf. Ich hoffe, man kann den Unterschied erkennen. Auch die mit Borax angerührte Quarkmasse mindestens eine Viertelstunde stehen lassen, damit das Borax das Casein im Quark aufschließen kann. Die Quarkmasse, die mit Hirschhornsalz angerührt wurde, ist etwas flüssiger als die Quarkmasse, die mit Borax angerührt wurde. Die Masse mit Borax ist eher so ein bisschen puddingartig, hat eine eher cremige Konsistenz, würde ich sagen, ja. Als groben Richtwert für die Pigmentzugabe auf 2 Esslöffel Quarkmasse gibst du einen Teelöffel Pigment zu. Wie gesagt, das ist nur ein grober Richtwert. Natürlich kannst du auch mehr Pigment zugeben. Allerdings, wenn du zu viel Pigment zugibst, wird die Masse sozusagen kreidig und dein Bindemittel, also dein Quark, schafft es nicht, die Pigmente so zu binden, dass man keinen Abrieb hat. Das heißt, wenn du über eine getrocknete Farbe mit den Fingern drüber gehst, wirst du Farbe am Finger haben, also Abrieb am Finger haben. Was bei der Wahl der Pigmente zu beachten ist, habe ich in dem Video Casein-Tempera selbst herstellen 1 erklärt. Ich verlinke es hier oben rechts und unten in der Beschreibung. Eingangs hatte ich gesagt, dass das Fett im Magerquark kein Problem für die Casein-Tempera darstellt. Also grundsätzlich sind Öle oder Fette in der Casein-Tempera kein Problem, weil Öle oder Fette die Casein-Tempera elastischer und widerstandsfähiger machen. Zudem wird eine Casein-Tempera durch Zugabe von Öl unempfindlicher gegen Feuchtigkeit. Wenn man also eine ölhaltigere Casein-Tempera möchte, gibt man einfach ein paar Tropfen Leinöl oder Leinölfirnis zu.
Bis zu 2 Esslöffel Öl kannst du auf 250 Gramm zugeben. Das ist dann aber eine sehr, sehr fettige Casein-Tempera. Mit ein paar Tropfen Nelkenöl kannst du die Mischung zusätzlich etwas konservieren. Die Casein-Tempera aus Quark ist nicht so lange haltbar wie die Casein-Tempera, die ich aus Casein-Fixativ hergestellt habe. Die Casein-Tempera aus Quark solltest du innerhalb von ein paar Tagen aufbrauchen. Es ist ähnlich wie bei Ei-Tempera. Ei ist frisch, Quark ist frisch und das neigt natürlich dazu, nach ein paar Tagen zu rotten. Ein paar Tropfen Nelkenöl verzögern zwar den Prozess, können aber nicht verhindern, dass die Quarkmasse rottet, das heißt, sich Schimmel bildet. Es ist wie mit allen frischen Lebensmitteln. Alles, was ein paar Tage rumliegt, schimmelt irgendwann. Deshalb immer nur so viel Casein-Tempera anrühren, wie du auch innerhalb der nächsten paar Tage verarbeiten möchtest. Da sich die beiden Quarkmassen unterscheiden, unterscheiden sich natürlich auch die angerührten Caseinfarben. Das heißt, die Caseinfarbe, die mit Hirschhornsalz angerührt wurde, ist etwas dünnflüssiger als die Caseinfarbe, die mit Borax angerührt wurde. Die mit Borax aufgeschlossene Casein-Tempera ist etwas pastoser. Auftragen und vermahlen lassen sich beide Varianten gleich gut. Für Rot und Gelb hatte ich Cadmiumpigmente verwendet, die deckend sind. Das blaue Pigment ist ein Preußisch Blau. Preußisch Blau ist transparent, also es ist kein deckendes Pigment. Das als Hinweis, falls sich jemand wundert, warum ich das mehrfach auftragen muss, um den gleichen deckenden Effekt zu erzielen wie bei Rot und Gelb. Auch hier teste ich, ob sich Farbe nach dem Trocknen abreibt. Ich empfehle grundsätzlich immer erst einen Test auf einem Probepapier oder Schmierpapier zu machen, um zu sehen, wie sich die Farbe verhält, ob sie den Ansprüchen genügt, ob sie pastos genug ist oder ob man sie noch ein bisschen fein justieren möchte, noch ein bisschen Pigment zu geben, wie auch immer. Immer erst einen Test auf dem Schmierpapier machen. Auch die Casein-Tempera mit Quark lässt sich mit Wasser anlösen und weiter vermahlen. Casein ist eines der ältesten Bindemittel überhaupt. Die alten Ägypter, die Römer haben es benutzt. Im Mittelalter fand es Anwendung in Tafelmalereien. Wandbilder bzw. Gemälde, die mit Casein-Tempera gemalt worden sind, verlieren selbst nach Jahrhunderten nicht ihre Strahlkraft. Das heißt, die Farbe dunkelt nicht nach, sie bleibt leuchtend, strahlend. Es bilden sich keine Risse, also kein Krakelé wie bei Ölgemälden. Beispielsweise das Fresko in der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo wurde mit Casein-Tempera gemalt. Raffaels Madonnen oder Altarbilder, die auf Holz gemalt wurden, wurden auch mit Casein-Tempera gemalt.
Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir bitte einen Like da. Super wäre auch, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du dann noch die Glocke anklickst, wirst du informiert, sobald ich etwas Neues hochlade. Viel Spaß beim Ausprobieren!